Hi, ich bin's wieder, eure Melissa Ming und willkommen zurück zu einem neuen Video von mir. Heute zeige ich euch, wie man einen perfekten Lidstrich für Schlupflider bzw. auch für schmälere Augenlider zeichnet. Ich glaube, manche kennen das Problem, deswegen wird es für einige sehr nützlich sein. Ich zeige euch nämlich, wie ich es mache und dann würde ich sagen, let's start. So, als erstes braucht ihr einen Eyeliner. Es ist egal, ob Stift oder Pinsel. Ich in dem Fall bin sehr oldschool und nehme den Pinsel. Für mich ist das einfach einfacher. Und ich zeige euch erstmal, wie die meisten deren Lidstrich machen würden. Ich habe auch früher meinen Lidstrich genauso gemacht, aber die Methode ist nicht richtig, Leute. Und ich sage euch später, wieso. So, das fertige Ergebnis sieht dann so aus und ihr merkt es selber, es sieht nicht gut aus. Es hat auch nichts mit Cat Eye zu tun, weil die Schlupflider den Lidstrich verdecken. Dadurch sieht man kaum den Lidstrich und ihr habt traurige Augen. So, jetzt zeige ich euch, wie ich es mache. Ich habe nämlich einen kleinen Geheimtipp und das sind Eyelid Tapes. Ich glaube, viele von euch haben schon davon gehört. Ich habe die aus dem Internet bestellt. Die könnt ihr bei Amazon bestellen oder auch bei koreanischen Webseiten wie YesStyle und Co. Ich werde aber in diesem Video nicht näher auf diese Eyelid Tapes gehen. Wenn ihr wollt, könnte ich das in einem separaten Video machen. So, und ihr merkt sofort den Unterschied, ne? Also rechts ist auf jeden Fall mehr angehoben als links. So, kommen wir zum nächsten Schritt. Dann nehme ich meinen Eyeliner zur Hand und das Wichtige hier, ich gucke immer, dass der Eyelinerstrich an meinem Augenbrauenende anfängt. Ihr könnt dafür euren Eyeliner nehmen und das als Maßband sozusagen benutzen. So, und den Eyelinerstrich ziehe ich ganz normal. Da müsst ihr nichts beachten, macht einfach. Ich ziehe ihn immer sehr gerne länger. So, wenn ihr dann euren Eyelinerstrich gezogen habt, kommt jetzt die goldene Regel. Und zwar ist das so, dass die meisten von euch nach unten gucken. Das dürft ihr auf keinen Fall machen, weil das führt nämlich dazu, dass ihr diese traurigen Augen bekommt. Schaut geradeaus. Nehmt euch einen kleinen Spiegel zur Hand, so wie ich hier, und schaut euch einfach an, geradeaus, so wie ich hier, versteht ihr? Denn wenn ihr euch anschaut, direkt in den Spiegel, so sehen euch auch die Menschen, wenn der Eyelinerstrich fertig ist. Ihr könnt also nichts falsch machen. Was ihr aber ein bisschen beachten solltet, ist, versucht nicht so nah an der Lidfalte euren Lidstrich zu ziehen. Im Idealfall berührt ihr eure Lidfalte gar nicht. Und übrigens wollte ich anmerken, dass ihr diese Eyelid Tapes nicht braucht. Ne? Also ihr könnt auch ohne Eyelid Tapes meine Methode machen und es funktioniert trotzdem. Ich nehme nur diese Eyelid Tapes, weil es für mich optisch auch noch schöner aussieht. Aber es liegt ganz bei euch. So, und keine Angst, wenn ihr kleckert oder irgendwas daneben geht, irgendwas unschön ist, eure Spitze nicht spitz genug ist, dann keine Angst, wir korrigieren alles am Ende, ne? Und zwar nehme ich mir da ein bisschen Gesichtswasser und ein Q-Tip, also ein Wattestäbchen, und mache da ein bisschen Wasser drauf, also Abschminkwasser, und korrigiere dann das, was mir nicht gefällt. Beispielsweise ist es bei mir öfter mal so, dass der Strich nicht spitz genug ist und dann verbessere ich den ganz einfach und schnell. So, und anschließend gehe ich nochmal mit dem Concealer drunter. Das müsst ihr nicht machen, das mache ich aber ab und zu mal, wenn irgendwie der Concealer wegen dem Abschminkwasser weg ist. Und das sieht nochmal ein bisschen ordentlicher und schöner aus. So, und hier seht ihr das Endergebnis. So, links, also wenn ihr jetzt auf dem Bildschirm schaut, links ist die Seite, die ihr ohne meine Methode angewendet habt. Also ich nenne die Methode immer Schau mich an Methode, weil ihr ja direkt in den Spiegel schauen. Und rechts ist mit meiner Schau mich an Methode und das sieht einfach viel besser aus. Euer Cat Eye wird viel mehr hervorgehoben und nicht durch die Schlupflider versteckt, was einen Cat Eye Look ausmacht. Und links ist einfach nur, ihr habt einfach nur traurige Augen, ihr schaut einfach traurig aus. So, ich mache das Ganze auch mit der linken Seite. Ich nehme mein Wasser und mache meinen Eyelinerstrich weg und dann nehme ich wieder meine Eyelid Tapes, klebe den drauf und dann dasselbe wie rechts. So, ich hoffe, ich konnte den
einen oder anderen weiterhelfen mit meiner Methode. Ich weiß ja, viele Mädchen leiden drunter und jetzt habt ihr endlich die Gelegenheit, euer perfektes Cat Eye zu machen. Und ja Leute, wenn euch dieses Video gefallen hat, lasst mir gerne einen Daumen hoch da und subscribe nicht vergessen, macht die Glocke an, um nichts zu verpassen. Folgt mir gerne auf Instagram, um ebenfalls nichts zu verpassen. Dann würde ich sagen, wir sehen uns das nächste Mal.